Es ist der 1. Mai 2021. Wir dürfen auf Hechte angeln. Ich benutze hier mal so einen selbstgebauten und etwas angekriegelten Köder. So, das ist jetzt mein erster Wurf auf Hecht im Jahr 2021. Mal sehen, ob irgendwas geht. Ich nehme es vorweg, es ging was. Ich habe an diesem schönen Morgen zwischen 7 und 10 Uhr 5 Hechte gefangen, wovon ich 4 Stück mit der Kamera gefilmt habe. Am meisten habe ich mich gefreut, dass meine selbstgebauten Chatterbaits, die ich in einem anderen Film zeigte, so gut fingen. Wir haben sehr, sehr trübes Wasser, deswegen benutze ich jetzt auch so einen wirklich grell gelben Köder. Mal sehen, ob man bei dem trüben Wasser irgendwas ans Band kriegt hier. Der läuft jetzt extrem flach. Ich muss mich mal ein bisschen rantasten an die Wassertiefe, weil hier in der Ecke ist sonst eigentlich viel Bewuchs. Deswegen muss ich mit den Spinnstops hier auch erstmal rantasten. Wie hoch sind die Pflanzen schon? Ja, das könnte zum Beispiel eine Pflanze gewesen sein. Sicher fängt man mit Großgummis bei durchgeleierten Ködern auch gut, aber wenn ich fische und merke, dass der Bewuchs an meiner Angelstelle nicht zu hoch ist und ich selbst im Uferbereich einige Spinnstops machen kann, dann mache ich das auf jeden Fall. Das ist ein bisschen variantenreicher, wie wenn man nur durchkurbelt. Man kann die Methoden ein bisschen abwechseln. Mal kurbelt man durch und mal legt man ein paar Spinnstops ein. Das kann an manchen Tagen wirklich dann den Unterschied ausmachen. Erfahrene Angler wissen, wie sie über verkrauteten Stellen oder über Seerosenfeldern im Frühjahr angeln müssen. Deswegen sind die Tipps, die ich hier gebe, natürlich an Jungangler oder an Angelanfänger gerichtet. Der jetzt verwendete Gummifisch ist 15 cm lang, natürlich noch lange kein Großgummi. Ich bekam auch keine Bisse auf den Köder, deswegen wechselte ich auf ein 20 cm Modell. Der größere Gummifisch war etwas schwerer, lief dadurch ein klein wenig tiefer und da das Wasser nur 30 cm über den Seerosen steht, bekam ich Pflanzenkontakt. Auch beim Hechtangeln sollte man die Wasseroberfläche im Auge behalten. Hier sieht man gleich einen Hecht rauben, irgendein Fisch flüchtet an der Schilfkante. Weil es kaum zu erkennen ist, zoome ich nochmal ran. Ach nee. Wenn man sowas sieht, sollte man natürlich dorthin werfen. Und da haben wir ihn schon. Ich habe ihn rauben gesehen. Werf dahin. Und der Fisch kommt. Der erste Hecht 2021 auf einen selbstgegossenen McRubber. Ein ca. 75 cm großer Hecht hatte sich den Köder geschnappt. Vor der Landung der Fische drehe ich auf die Rollenbremse noch ein wenig lose. So kann ich die Rute anheben, ohne dass Ausschlitzgefahr besteht. So, dann werde ich ihn mal landen
Und das blenden wir mal aus. Das war jetzt der Erfolgsköder. Ein selbstgegossener McRubber. Durch sein Volumen kann der das Gewicht hier unten ab. Der läuft dann trotzdem nicht so tief. Aber der hat mir jetzt den ersten Hecht 2021 gebracht. Und der Hecht war gar nicht schlecht. Das war so ein 70er, 75er. So schlecht war der gar nicht. Ja, damit weiter oder vielleicht mal ein bisschen mit Chatterbaits angeln. Die selbstgegossenen Chatterbaits sollten hier eigentlich auch ganz gut laufen. Ich werde das mal testen jetzt. Der kann später noch wieder zum Einsatz kommen hier. Ich kann hier gleich mehrere Filme oben rechts verlinken. Der Gummifisch, mit dem ich gerade den Hecht gefangen habe, ist in dem Film Gummifische gießen ganz am Ende zu sehen. Am Bauch des Gummifisches hing ein selbstgebautes Eindrehgewicht. Auch dazu gibt es einen Film. Und in dieser Box hier befinden sich Chatterbaits und Spinnerbaits für Barsche. Und für beide gibt es auch einen Film, wie ich diese gebaut habe. Der dritte Wurf mit dem Eigenbau Chatterbait. Oh, das war ein Biss. Schade, schade. Der hat ihn nicht erwischt. Zahnschmerzen wird er nicht haben. Das war nur ein Anstupser. Den Haken hat der nicht gespürt. Da. Ah, schade. Gesehen hat man ihn, glaube ich. Ja, Chatterbait ist manchmal ein ordentlicher Radaumacher, der weckt die auf, die Kollegen. Das waren jetzt 3 Würfe, da war wieder ein Biss. Wahnsinn, was geht denn hier ab? 4 Würfe, 3 Bisse und kein Fisch hängt. Da, jetzt habe ich ihn, aber der hängt. Das gibt's doch nicht. 5 Würfe, 4 Bisse. Also, der Chatterbait kann was. Da gibt's gar nichts. Ja, selbst gebaut. Das ist einer von den Chatterbaits aus meinem Film. Und das ist wieder so ein Hecht, der so, 60 wird er haben. 60er Hecht. Nichts Großes. So, beruhig dich. Wirst du gleich versorgt. Sehr schön. Sehr schön. Schöner Fisch. So, ich versorge den Fisch. So, weiter geht's. Der Chatterbait, das ist ja irre. Ja, ich zeige den nochmal, ob man den wiedererkennt. Mit Sicherheit habe ich mich ein bisschen verletzt. Das ist beim Hechtangeln ebenso. Also das ist wirklich einer aus dem Film, wo ich gezeigt habe, wie ich die Bleche hier selber baue, die Chatterbaits aus ganz normalen. Ja, man muss schon VMC-Jighaken nehmen, sonst bekommt man das Öhr nicht auf. Die brechen dann auch schnell mal ab, die Öhre. Aber man sieht, wie fängig so ein Teil ist. Hier, ich habe hier so einen Doppelschwanz-Twister dran und der macht einen Höllenradau. Und die Fische, die scheinen das ja heute zu mögen. Das ist ja unglaublich.
was ich jetzt auf einmal für Bisse kriege hier. Nach dem Auswurf nehme ich möglichst schnell Kontakt zu dem Chatterbait auf, sonst würde der in die hochstehenden Pflanzen fallen. Ich fange dann an zu kurbeln. Zu Anfang halte ich die Rute in ca. 45 Grad Winkel nach oben und umso dichter ich den Köder an mein Boot heranführe, umso weiter kann ich die Rutenspitze nach unten senken. Wenn ich die Rutenspitze nicht absenken würde, dann würde der Chatterbait am Ende die Wasseroberfläche durchbrechen und völlig uneffektiv sein. Hier ist die Führung nochmal deutlich zu sehen. Ausgeworfen, sofort Kontakt aufgenommen, Rutenspitze nach oben. Jetzt sieht man, wie ich langsam absenke. Der Köder nähert sich dem Boot und die Rutenspitze geht immer tiefer runter. Du kannst dich hinlegen, wo du willst, Thomas. Du störst mich gar nicht. Nee, ich bin dann nicht so empfindlich. Also ich habe eben gerade 5 Würfe mit dem Chatterbait gemacht und hatte 4 Bisse. Habe ein Hecht gefangen, vorher hatte ich einen auf dem Großgummi. Aber die Bisse, Thomas, ich bin vorhin 20 Meter weiter von der Kante weg gewesen. Du musst ans Schilf ranwerfen. Die kommen 3 Meter hinterm Schilf, die Bisse. Bei den kalten Wetter glaube ich das auch. Ja, also die stehen ganz flach. Ich kann zum Schleppen auch nicht ran. Nee, das glaube ich auch nicht. Moin! Moin, moin! Mein linker Platz ist noch frei. Ja, da liegt ja noch keiner, ne? Das ist auch noch jungfräulich, die Ecke. Da habe ich noch nicht hingeworfen. Also ihr müsst ganz ans Schilf ranwerfen, ne? Die stehen ganz dran. Neuer Köder, neues Glück und wieder einer aus dem Film Chatterbait selbst gebaut. Jo, Farbe gewechselt bis. Da, den habe ich aber. Nee, die sitzen nicht alle. Wieder ein Anfasser. Jo! Jetzt ist er in den Seerosen. Kommst du da raus, du Lump? Ja. Oh, der hat wieder so
65, 70 hat er. Vier Hechte gefangen, alle auf selbstgebaute Köder. Das bringt dann ganz besonders viel Spaß. In einer anderen Bucht des Gewässers hatte ich noch eine Verabredung zu einem Maibier. Deswegen brach ich das Hechtangeln ab und hob meinen Anker hoch. Dieser Film vom Hechtangeln am 1. Mai war nichts Besonderes, viel Gequatsche, aber vielleicht konnte sich der eine oder andere ja hier oder da ein bisschen was abgucken. Und man konnte sehen, dass die selbstgebauten Köder, an diesem Tag besonders die Chatterbaits, mindestens genauso gut fangen wie gekaufte Köder. Zu allen Eigenbauten findet man Videos auf meinem Kanal. Wenn jemand Lust hat, das auch mal zu versuchen, sich mal was selber zu basteln, dann seht euch das gerne mal an. Wenn euch das gefällt, dann abonniert gerne meinen Kanal oder gebt mir einen Daumen hoch für dieses Video. Genug gequatscht, bleibt alle gesund, bis zum nächsten Mal.